Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute werden wir ein geniales, super leckeres ketogenes Brot herstellen, das sich vom Aussehen her, dem Geschmack und der Konsistenz in keinster Weise von herkömmlichem Brot unterscheidet. Jedoch wird dieses köstliche, gesunde Brot ohne Mehl hergestellt und jeder kann es nachmachen. Dazu weist es noch für unsere Gesundheit sehr viele Vorzüge auf, denn es wird aus Leinsamenmehl, Kichererbsenmehl und Flohsamenschalen hergestellt. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt inshallah. Zuallererst benötigen wir dazu Flohsamenschalen, also nicht Flohsamenschalenpulver, sondern nur Flohsamenschalen. Das sind 20 Gramm, die kommen in die Schüssel. Dazu geben wir 1 Esslöffel naturtrüben Bio-Apfelessig hinzu und außerdem 400 Milliliter warmes, also möglichst heißes, dampfdestilliertes Wasser. Wer noch kein Destilliergerät hat, nimmt einfach anderes, ganz normales, reines Wasser. Die 3 Zutaten werden kurz mit dem Schneebesen verrührt und dann stellen wir diese Schüssel erstmal zur Seite, damit die Flohsamenschalen quellen können. In eine andere Schüssel kommen dann die trockenen Zutaten. Das hier ist Kichererbsenmehl von Bioqualität. Ferner geben wir goldene Leinsamen, die wir vorher mahlen werden, zu feinem Leinsamenmehl dazu. Sehr wichtig ist es, dass wir die goldenen Leinsamen in Bioqualität ganz kaufen und dann vor Gebrauch vermahlen. Also auf gar keinen Fall die gemahlenen Leinsamen kaufen. Dann geben wir noch einige ganze goldene Leinsamen hinzu, ebenfalls einige Sonnenblumenkerne, die hatte ich vorher gekeimt und wieder getrocknet. Das kann ich grundsätzlich für alle Samen empfehlen. Mein Video zu den Sprossen und Keimlingen verlinke ich euch hier oben gern nochmal. 1 Teelöffel Backpulver und 1 Teelöffel Himalaya-Salz habe ich noch hinzugegeben. Die trockenen Zutaten gut durchmischen, damit sich keine Klumpen bilden. Und dann kommt diese Mischung zu den gequollenen Flohsamenschalen hinzu. Die sind inzwischen zu einem richtigen Pudding geworden, so müssen die sein. Und dann werden einfach die trockenen Zutaten hinzugegeben und jetzt am besten mit der Hand gleich gründlich durchgeknetet, bis wir einen schönen Brotteig erhalten. Und sobald wir den erhalten haben, geben wir dann diesen Brotteig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und formen ihn dort einfach zu einem ganz normalen Brotleib. Den Ofen haben wir in der Zwischenzeit schon vorgeheizt und jetzt geben wir noch kurz vorher, bevor wir das Brot in den Ofen geben, noch einige Samen darauf, einige Leinsamen von den goldenen und einige Schwarzkümmelsamen. Und dann kommt das Blech in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei 190 Grad Celsius Ober- und Unterhitze und wird dort genau 70 Minuten gebacken. Nicht kürzer und nicht länger und die Temperatur muss genau 190 Grad Celsius betragen und wir sehen, wie das Brot jetzt aufgegangen ist. Mashallah. Wir nehmen vorsichtig das Backpapier weg und geben das Brot auf einen Backofenrost und lassen es erstmal komplett auskühlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen das Brot also nicht weiter jetzt berühren. Das muss erstmal komplett auskühlen, bevor wir es dann anschneiden können. Würde man es noch im warmen Zustand anschneiden, würde es in sich zusammenfallen. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir das Brot vollkommen auskühlen lassen, bevor wir es anschneiden. Dann aber ist es wie ein herkömmliches Brot, Mashallah, wie wir sehen. Man kann es in ganz dünne Scheiben schneiden. Es ist sehr fluffig und weich und hat eine Konsistenz wie ein ganz normales Brot und ebenso schmeckt es wie ein ganz normales herkömmliches Brot, Mashallah. Dieses Brot ist jetzt zu meinem Lieblingsbrot geworden, weil es eben so einfach herzustellen ist, Mashallah, so gesund dazu und vor allem auch noch ketogen, also vollkommen ohne Kohlenhydrate. Die goldenen Leinsamen schmecken auch milder als die braunen, deshalb möchte ich diese empfehlen und sie sehen schöner fürs Auge aus. Leinsamen enthalten viele wertvolle Inhaltsstoffe wie beispielsweise Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffe oder Lignane. Wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass all diese pflanzlichen Stoffe das Brustkrebsrisiko senken können. Was die gemahlenen Kichererbsen in dem Brot betrifft, so wirken sich sehr positiv auf die Verdauung, das Herz-Kreislauf-System und den Blutzuckerspiegel aus. Sie sorgen für eine gesunde Verdauung und wirken antioxidativ. Idealerweise lässt man die Kichererbsen keimen, trocknet sie dann und vermahlt sie dann zu Pulver. Chinesische Wissenschaftler stellten fest, dass Kichererbsen sowohl zu einer gesünderen Bauchspeicheldrüsenfunktion als auch zu einer Minderung der Insulinresistenz beitragen können. Und was die Flohsamenschalen betrifft, so helfen sie bei den meisten chronischen Erkrankungen. Sie regulieren den Blutdruck, die Blutfette und den Blutzuckerspiegel. Sie reinigen außerdem den Darm, fördern eine gesunde Darmflora und helfen sowohl bei Durchfall als auch bei Verstopfung.
Auch helfen sie sehr gut beim metabolischen Syndrom. Zu diesem gehören die bekanntesten Zivilisationserscheinungen unserer Zeit, nämlich Übergewicht, hohe Blutzuckerwerte, Bluthochdruck, hohe Blutfett- bzw. Cholesterinspiegel. Inzwischen werden auch erhöhte Harnsäurewerte dazu gezählt. Gegen all diese Probleme helfen die Flohsamenschalen. Subhanallah. Wir sehen also, wir haben ein richtiges Darmschmeichlerbrot hier geschaffen, Mashallah. Hier benutze ich übrigens meine selbstgemachte gesunde Apfelmarmelade. Mein Video dazu kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Wir sehen also auch in diesem Video wieder, dass wir bei der ketogenen Ernährung auf nichts verzichten müssen und nicht mal auf leckeres Brot, welches von herkömmlichem Brot im Geschmack und im Aussehen nicht zu unterscheiden ist. Wenn euch das Video gefallen haben sollte und von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Maria.